Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus ExpertBook B9 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Einmal hier oben, die ist aber nicht quasi ganz genau. Und einmal hier, recht klein. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen. Jetzt weiß ich nicht so genau, aber also sieht so aus, als würde der hier unten lang gehen und dass man da wahrscheinlich relativ schlecht rankommt. Vermutlich muss man da das doch abschrauben, um dann wirklich gut ranzukommen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, da muss man zuerst alle Schrauben rausnehmen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Die laufen hier einmal herum. Und ich benutze übrigens hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Uiuiuiui. Super praktisch, alles drin, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein komplettes Schraubendreher-Set mit echt allen Aufsätzen. Und in diesem Fall sind das nämlich Torx-Schrauben. Und dafür nehme ich dann hier ein T5. Und für die anderen Arbeiten im Laptop muss man dann auch den Aufsatz tauschen zu einem PH0. Das habe ich mir jetzt eben alles schon mal hier rausgelegt. Ist aber eben Teil des Sets. Wenn die Schrauben dann alle raus sind, kann man anfangen, die Unterseite vom Gerät zu trennen. Und da ist es so, das läuft hier einmal die Verbindungslinie quasi. Die läuft hier einmal um das Gerät herum. Hier glaube ich auch ganz gut zu sehen. Und ja, da benutze ich einfach einen der Öffner aus dem Werkzeugset und versuche hier eine Öffnung zu finden. Und ich fange eigentlich immer da an, wo man es gut sieht. Das heißt in dem Fall hier drüben. Das kann aber auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Und genau, dann versuche ich mit dem Öffner hier drunter zu kommen oder beziehungsweise hier erstmal eine Lücke zu finden, da irgendwo reinzukommen, so wie hier. Und dann sieht man schon, dass sich das hier anfängt zu lösen. Und dann hebel ich das nach oben. Und in dem Fall war das jetzt eigentlich schon alles, was es gebraucht hat. Die kommt einem jetzt hier schon entgegen. Sollte das mal aus irgendeinem Grund nicht so einfach gehen, macht man einfach wirklich in der gleichen Technik weiter. Also auch hier vorne da einfach drunter hebeln und das dann nach oben hin abziehen. Und da einfach schauen, also das kann auch mal laut knacken, aber auf jeden Fall ist das normal. Und dann kann man irgendwann das mit ein bisschen hin und her wippen, dann einfach abziehen. So sieht das dann übrigens von innen aus. So das Gerät. So, bevor man hier irgendetwas an dem Gerät macht, auf jeden Fall immer erstmal dafür sorgen, dass kein Strom mehr drauf ist. Das heißt, wir trennen den Akku vom Mainboard und da sieht man hier das Kabel. Und das ist in dem Fall mit so einer kleinen, der Stecker ist mit so einer kleinen Brücke hier bedeckt. Das heißt, die zieht man so ein bisschen nach oben hinweg. Genau so. Und dann kann man den Stecker quasi nach oben hin einfach trennen.
und hat so auf jeden Fall mal keinen Strom mehr. Was können wir hier noch sehen? Das erste, was mir direkt jetzt auffällt, ist, dass es keinen RAM gibt. Also es gibt natürlich einen RAM, aber der ist aufgelötet. Das heißt aber auch, dass man ja den RAM hier nicht erweitern oder austauschen kann. Wir sehen hier die SSD. Hier wäre noch Platz für eine zweite SSD. Und dann ist hier der Lüfter und der Heatsink. Was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch die CMOS-Batterie. Die ist in dem Fall jetzt nur aufgeklebt. Das heißt, die könnte man einfach abziehen. Und hier den Stecker, den man auch einfach nach dahin rausziehen kann. Hier drunter ist das WLAN-Modul, auch aufgelötet mit den beiden Antennen. So, wenn wir jetzt den Akku ausbauen wollen, müssen wir die Schrauben, die hier rumlaufen, lösen. Wie gesagt, dafür auf jeden Fall hier den T5 als Aufsatz wechseln. Und ja, ich nehme da einen pH0. Das steht übrigens auch hier mit drauf. Das ist übrigens ein pH2. Ups. Da. Also schon gut, dass es wieder immer mit drauf steht. Da hat das jemand falsch reingefummelt, ja. Wenn man die Schrauben dann alle raus hat, kann man den von der Vorderseite so ein bisschen anheben. Und dann wird der hier quasi rausgezogen, genau. Also der hakt sich hier noch so ein bisschen ein. Genau, also da einfach quasi raushebeln und ja, dann kann man den auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad, das sich wie gesagt auch einzeln tauschen lässt. Und da muss man hier diese Schrauben rausnehmen und man muss auf jeden Fall auch das Kabel trennen. Das hier ist aufgeklebt, das läuft hier vorne lang, das muss man nicht zwingend abmachen, aber das Aufgeklebte muss man zumindest abziehen, dass das frei ist. Und ja, also hier ist es so, das sind Kippschalter, da kann man also nicht einfach das Kabel rausziehen, das muss man erst so ein bisschen nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel rausnehmen. Dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und ja, beim Wiederverbinden, also auch das ist jetzt hier aufgeklebt, ne, aber das ist ja kein Problem, das zieht man dann einfach ab. Genau so. Und beim Wiederverbinden einfach nur schauen, also A, dass der Stecker auch auf ist, ne, bevor man das reinmacht. Und dann, dass das eben hier wirklich bis zu der schwarzen Linie wieder im Stecker sitzt. Dann wird das einfach wieder zugeklappt. Und dann ist das fertig. Genau. Die SSDs zu tauschen ist auch echt super unkompliziert. Die werden jeweils immer nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, so ganz, ganz leicht. Und dann einfach nach hinten aus dem Slot rausziehen. Genau. Und in dem Fall, das ist jetzt hier verklebt, ich reiße das jetzt nicht unbedingt ab. Aber ja, man sieht also die eigentliche SSD ist hier unter dieser Hülle, die nur draufgeklebt ist. Ob man das jetzt mit oder ohne Hülle macht, ist völlig egal. Und genau, dann kommt die wieder in den Slot rein, beziehungsweise hier, ist egal. Ganz nach hinten und ja, muss einfach nur noch wieder verschraubt werden. Beim Lüfter, da sieht es hier so aus, dass man den nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Ist aber trotzdem total easy. Man muss einfach die 4 Schrauben am Heatsink selber lösen und dann auch die Schrauben am Lüfter. Also die wird hier vom Gehäuse schon gehalten. Und ja, das Einzige ist halt, dass diese Schraube hier vom Scharnier, vom Display-Scharnier, da ist er quasi drunter geschraubt. Das heißt, ja genau, die muss man auch rausnehmen, um den rausziehen zu können. Und hier ist es so, sollte man nur den Lüfter ausbauen und der Akku hier noch drin liegen, dann wäre der eben auch an dieser einen Schraube vom Akku hier noch mit befestigt. Also ja, da muss man jetzt tatsächlich den Akku rausnehmen vorher, bevor man das macht. Und genau, und dann kann man das Ganze hier, das ist hier nur drum gefädelt, das kann man einfach rausfädeln. Genau, hier ist noch der Stecker und dann kann man das Ganze nach oben hin vom Gerät nehmen und umgekehrt wieder einbauen.
Und genau, also insgesamt aber echt keine schwere Sache. Gut, den neuen Akku oder beziehungsweise allgemein den Akku, den muss man jetzt eben einfach wieder von vorne so ein bisschen eben hier drunter schieben. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, aber der kommt dann quasi hier wieder rein, da wo diese kleinen Ausbuchtungen sind. Und dann fällt der im Grunde genommen auch schon genau auf die Gewinde und muss dann nur wieder verschraubt werden. Und auch hier das gleiche wie beim Lüfter, super wichtig, nicht vergessen das Kabel wieder zu verbinden. Das wird einfach von oben hier wieder drauf gesteckt und dann wird der Bügel nach unten geschoben, bis der eben wieder hier über den weißen Stecker drüber geht. Und ja, und schon kann man die Unterseite wieder drauflegen. Und die drückt man jetzt einfach von oben wieder auf das Gerät, auch in der Mitte. Und dann gehe ich hier einfach noch einmal um das Gerät herum, auch auf der Rückseite. Schau, dass da nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und ja, dann muss nur noch alles wieder verschraubt werden und so schnell hat man hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.